Aus der Akasha-Chronik von Rudolf Steiner. Das Leben auf dem Monde. Im Weltzeitalter des Mondes, welches auf dasjenige der Sonne folgt, entwickelt der Mensch seinen dritten von den 7 Bewusstseinszuständen. Der erste hat sich während der 7 Saturnkreisläufe herausgebildet, der zweite während der Sonnenentwicklung. Der vierte ist derjenige, den der Mensch eben jetzt während des Erdenlaufs allmählich entfaltet. 3 weitere werden auf folgenden Planeten zum Dasein kommen. Den Bewusstseinszustand des Saturnmenschen kann man mit keinem solchen des gegenwärtigen Menschen vergleichen, denn er war dumpfer als derjenige des traumlosen Schlafes. Das Sonnenbewusstsein aber ist diesem traumlosen Schlafzustand zu vergleichen oder auch dem gegenwärtigen Bewusstsein der schlafenden Pflanzenwelt. Doch hat man es da immer nur mit Ähnlichkeiten zu tun. Es wäre ganz unrichtig, wenn man glauben wollte, dass sich irgendetwas mit völliger Gleichheit in den großen Weltzeitaltern wiederhole. So hat man es auch aufzufassen, wenn jetzt das Mondenbewusstsein mit demjenigen verglichen wird, mit dem es einige Ähnlichkeit hat, nämlich mit dem des traumerfüllten Schlafes. Es ist das sogenannte Bilderbewusstsein, bis zu dem es der Mensch auf dem Monde bringt. Die Ähnlichkeit besteht darin, dass sowohl beim Monden wie auch beim Traumbewusstsein im Innern des Wesens Bilder aufsteigen, welche ein gewisses Verhältnis haben zu Dingen und Wesen der Außenwelt. Doch sind diese Bilder nicht wie beim gegenwärtigen wachenden Menschen Abbilder dieser Dinge und Wesen. Die Traumbilder sind Nachklänge an die Tageserlebnisse oder sinnbildliche Ausdrücke für Vorgänge in der Umgebung des Träumers oder wohl auch für das, was im Innern der Persönlichkeit vorgeht, welche den Traum hat. Beispiele für die 3 Fälle in den Traumerlebnissen sind leicht anzugeben. Zunächst kennt da jeder diejenigen Träume, die nichts weiter sind als verworrene Bilder von mehr oder weniger weit zurückliegenden Tageserlebnissen. Für den zweiten Fall ist ein Beispiel, wenn der Träumer glaubt, einen vorübereilenden Eisenbahnzug wahrzunehmen und dann beim Aufwachen merkt, dass das Ticken der neben ihm liegenden Uhr sich in diesem Traumbild versinnlicht hat. Als Beispiel für die dritte Art von Traumbildern kann gelten, wenn jemandem vorkommt, er befinde sich in einem Gemache, das oben an der Decke hässliche Tiere beherbergt, und wenn ihm beim Erwachen aus diesem Traume klar wird, dass sich sein eigener Kopfschmerz in dieser Weise ausgedrückt hat. Will man nun von solchen verworrenen Traumbildern aus zu einer Vorstellung des Mondenbewusstseins kommen, so muss man sich klar machen, dass der Charakter der Bildhaftigkeit auch da vorhanden ist, dass aber anstelle der Verworrenheit und Willkürlichkeit volle Regelmäßigkeit herrscht. Zwar haben die Bilder des Mondenbewusstseins eine noch geringere Ähnlichkeit mit den Gegenständen, auf die sie sich beziehen, als die Traumbilder, aber es findet dafür ein vollkommenes Entsprechen von Bild und Gegenstand statt. Gegenwärtig innerhalb der Erdenentwicklung handelt es sich darum, dass die Vorstellung ein Abbild ihres Gegenstandes ist. So ist zum Beispiel die Vorstellung Tisch ein Abbild des Tisches selbst. Dies ist nicht so beim Mondenbewusstsein. Man nehme zum Beispiel an, der Mondmensch nähere sich einem Dinge, das ihm sympathisch oder vorteilhaft ist.
dann steigt im Innern seiner Seele ein Farbenbild mit hellem Charakter auf. Kommt etwas ihm Schädliches oder Unsympathisches in seine Nähe, dann hat er ein hässliches, finsteres Bild. Die Vorstellung ist nicht ein Abbild, sondern ein solches Sinnbild des Gegenstandes, das in ganz bestimmter gesetzmäßiger Art dem Gegenstand entspricht. Infolgedessen kann das Wesen, das solche sinnbildliche Vorstellung hat, sein Leben danach regeln. Das Seelenleben des Mondenvorfahren verlief also in Bildern, welche mit den gegenwärtigen Träumen das Flüchtige, Schwebende und Sinnbildliche gemein haben, sich aber von diesen durch den vollkommen gesetzmäßigen Charakter unterscheiden. Die Grundlage für die Entwicklung dieses Bilderbewusstseins bei den Menschenvorfahren des Mondes war die Bildung eines dritten Gliedes neben dem physischen Körper und dem Ätherleib. Man nennt dieses dritte Glied den Astralleib. Diese Bildung fand aber erst im dritten kleineren Mondkreislaufe, der sogenannten dritten Mondenrunde statt. Die beiden ersten Mondenumläufe stellen sich lediglich als Wiederholung dessen dar, was auf Saturn und Sonne durchgemacht worden ist. Doch darf auch diese Wiederholung nicht so vorgestellt werden, als ob alle auf Saturn und Sonne vorgefallenen Tatsachen noch einmal abliefen. Was sich wiederholt, die Herausbildung eines physischen Körpers und eines Ätherleibes, erfährt zugleich eine solche Umformung, dass diese beiden Glieder der Menschennatur im dritten Mondenkreislauf mit dem Astralleib verbunden werden können, was auf der Sonne noch nicht hätte stattfinden können. In der dritten Mondenperiode, eigentlich beginnt der Vorgang schon um die Mitte der zweiten, strömen die Geister der Bewegung, das Astrale, aus ihrer eigenen Natur in den Menschenleib hinein. Während des vierten Kreislaufes, von der Mitte des dritten an, bilden die Geister der Form diesen astralen Leib so aus, dass seine Gestalt, seine ganze Organisation innerliche Vorgänge entwickeln kann. Diese Vorgänge tragen den Charakter dessen, was man gegenwärtig bei Tier und Mensch Trieb, Begierde oder die Wunschnatur nennt. Von der Mitte des vierten Mondenkreislaufes an beginnen die Geister der Persönlichkeit mit dem, was dann im fünften Mondenzeitalter ihre Hauptaufgabe ist. Sie impfen dem Astralleib die Selbstheit ein, wie sie das in den vorhergehenden Weltaltern bezüglich des physischen und des Ätherleibes getan haben. Damit nun aber in diesem angedeuteten Zeitpunkte, inmitten des vierten Mondenkreislaufes, der physische und der Ätherleib so weit sein können, dass sie einen selbstständig gewordenen Astralleib beherbergen können, müssen sie in den aufeinander folgenden Entwicklungsstufen durch die bildenden Geister erst dazu gebracht werden. Das geht nun in folgender Art vor sich. Der physische Körper wird im ersten Mondenlauf, Runde, von den Geistern der Bewegung, im zweiten von denen der Form, im dritten von denen der Persönlichkeit, im vierten von den Geistern des Feuers, im fünften von jenen des Zwielichtes zu der notwendigen Reife gebracht. Genau genommen vollzieht sich diese Arbeit der Geister des Zwielichtes von der Mitte des vierten Mondenkreislaufes ab, so dass also zu derselben Zeit, in der die Geister der Persönlichkeit am Astralleib tätig sind, dies bezüglich des physischen Körpers mit den Geistern des Zwielichtes der Fall ist. Mit dem Ätherleib verhält es sich in folgender Art.
Im ersten Mondenlauf werden ihm seine nötigen Eigenschaften von den Geistern der Weisheit, im zweiten von denen der Bewegung, im dritten von denen der Form, im vierten von denen der Persönlichkeit und im fünften von denen des Feuers eingepflanzt. Genau genommen verläuft diese Tätigkeit der Feuergeister wieder gleichzeitig mit der Arbeit der Geister der Persönlichkeit am Astralleib, also von der Mitte des vierten Mondenlaufes an in den fünften hinüber. Betrachtet man zu dieser Zeit den ganzen Menschenvorfahren, wie er sich auf dem Monde ausgebildet hat, so ist somit zu sagen, der Mensch besteht, von der Mitte des vierten Mondenkreislaufes angefangen, aus einem physischen Körper, in dem die Söhne des Zwielichtes, aus einem Ätherleib, in welchem die Geister des Feuers, und endlich aus einem Astralleib, in dem die Geister der Persönlichkeit ihre Arbeit leisten. Dass die Geister des Zwielichtes in dieser Entwicklungsperiode den physischen Menschenkörper bearbeiten, das bedeutet für sie, dass sie sich jetzt zur Stufe des Menschentums erheben, was auf dem Saturn die Geister der Persönlichkeit, auf der Sonne die Geister in demselben Kreislauf getan haben. Man muss sich vorstellen, dass die Sinneskeime des physischen Körpers, die sich nun auch weiter ausgebildet haben, von der Mitte des vierten Mondenlaufes an von den Geistern des Zwielichtes benutzt werden können, um mit ihnen die äußeren Gegenstände und Vorgänge auf dem Monde wahrzunehmen. Der Mensch selbst wird erst auf der Erde so weit sein, dass er sich von der Mitte des vierten Kreislaufes an dieser Sinne bedienen kann. Dagegen kommt er um die Mitte des fünften Mondenlaufes Runde so weit, dass er unbewusst an dem physischen Leib tätig sein kann. Durch diese Tätigkeit schafft er sich in der Dumpfheit seines Bewusstseins die erste Keimanlage dessen, was man Geist selbst, Manas nennt. Vergleiche meine Theosophie. Dieses Geist selbst gelangt dann im Laufe der weiteren Menschheitsentwicklung zur vollkommenen Entfaltung. Es ist dasjenige, was später in der Vereinigung mit Atma, dem Geist des Menschen, und mit Buddhi, dem Lebensgeist, den höheren geistigen Teil des Menschen bildet. Wie nun auf dem Saturn die Throne oder die Geister des Willens den Geist des Menschen Atma durchdrungen haben, und wie das auf der Sonne die Cherubim mit der Weisheit getan haben bezüglich des Lebensgeistes Buddhi, so vollbringen es jetzt die Seraphim mit dem Geist selbst, Manas. Sie durchdringen dieses und pflanzen ihm dadurch eine Fähigkeit ein, die in späteren Entwicklungsstufen auf der Erde zu jenem Vorstellungsvermögen des Menschen wird, durch das dieser als denkendes Wesen in Beziehung treten kann zu seiner ihn umgebenden Welt. Es soll hier gleich gesagt werden, dass sich von der Mitte des sechsten Mondenlaufes an auch wieder der Lebensgeist Buddhi, von der Mitte des siebenten an der Geistesmensch Atma zeigen, die sich mit dem Geist selbst verbinden, so dass am Ende des ganzen Mondenweltalters der höhere Mensch vorbereitet ist. Dieser schläft dann mit dem anderen, was sich auf dem Monde entwickelt hat, durch eine Ruhepause, Pralaya, hindurch, um auf dem Erdenplaneten seinen Entwicklungsweg fortzusetzen. Während nun von der Mitte des fünften Mondenkreislaufes in den sechsten hinein der Mensch in Dumpfheit an seinem physischen Körper arbeitet, betätigen sich an seinem Ätherleib die Geister des Zwielichtes. Sie haben sich, wie gezeigt worden ist, durch ihre in der vorhergehenden Epoche Runde
erfolgte Arbeit am physischen Körper dazu vorbereitet, jetzt im Ätherleib die Feuergeister abzulösen, die ihrerseits die Arbeit am Astralleib von den Geistern der Persönlichkeit übernehmen. Diese Geister der Persönlichkeit aber sind in dieser Zeit zu höheren Sphären aufgestiegen. Die Arbeit der Zwielichtgeister am Ätherleib bedeutet, dass sie ihre eigenen Bewusstseinszustände mit den Bewusstseinsbildern des Ätherleibes verbinden. Dadurch pflanzen sie diesen die Lust und den Schmerz an den Dingen ein. Auf der Sonne war in dieser Hinsicht der Schauplatz ihres Wirkens noch der bloße physische Leib. Daher waren dort bloß mit den Verrichtungen dieses Leibes, mit seinen Zuständen Lust und Leid verknüpft. Jetzt wird das anders. Lust und Leid knüpfen sich nunmehr an die Sinnbilder, die im Ätherkörper entstehen. Es wird somit im menschlichen Dämmerbewusstsein von den Geistern des Zwielichtes eine Gefühlswelt erlebt. Es ist dies dieselbe Gefühlswelt, welche der Mensch in seinem Erdenbewusstsein für sich selbst erleben wird. Im Astralleib wirken zu der gleichen Zeit die Feuergeister. Sie befähigen diesen zu einem regsamen Empfinden und Fühlen mit der Umwelt. Lust und Leid, wie sie in der eben beschriebenen Art durch die Geister des Zwielichtes im Ätherleib bewirkt werden, tragen einen unregsamen, passiven Charakter. Sie stellen sich mehr als untätige Spiegelbilder der Außenwelt dar. Was aber die Feuergeister im Astralleib bewirken, das sind rege Affekte, Liebe und Hass, Zorn, Furcht, Grauen, sturmbewegte Leidenschaften, Instinkte, Triebe und so weiter. Weil nun vorher die Geister der Persönlichkeit, die Asuras, ihre Wesenheit in diesen Leib eingeimpft haben, so kommen diese Affekte jetzt mit dem Charakter der Selbstheit, der Sonderheit zum Vorschein. Man muss sich nun vergegenwärtigen, wie der Menschenvorfahr auf dem Monde zu dieser Zeit beschaffen ist. Er hat einen physischen Körper, durch welchen er in Dumpfheit ein Geist selbst, Manas, entwickelt. Er ist mit einem Ätherleib behaftet, durch den die Zwielichtgeister Lust und Leid fühlen. Endlich besitzt er einen Astralleib, der durch die Feuergeister in Trieben, Affekten, Leidenschaften bewegt ist. Aber diese drei Glieder des Mondenmenschen entbehren noch völlig des Gegenstandsbewusstseins. Im Astralleib wogen Bilder auf und ab, und diese werden eben durchglüht von den genannten Affekten. Auf der Erde, wenn das denkende Gegenstandsbewusstsein eintreten wird, wird dieser Astralleib der untergeordnete Träger oder das Werkzeug des vorstellenden Denkens sein. Jetzt aber auf dem Monde entfaltet er sich in seiner eigenen vollen Selbstständigkeit. Er ist für sich also hier tätiger, bewegter als später auf der Erde. Man kann, wenn man ihn charakterisieren will, davon sprechen, dass er Tiermensch ist. Und als solcher ist er in seiner Art auf einer höheren Stufe als die gegenwärtigen Erdentiere. Er trägt die Eigenschaften der Tierheit vollständiger an sich. Diese sind in einer gewissen Beziehung wilder, ungezügelter als die gegenwärtigen Tiereigenschaften. Deshalb darf man auf dieser Stufe seines Daseins den Menschen ein Wesen nennen, das zwischen dem gegenwärtigen Tiere und dem jetzigen Menschen in seiner Entwicklung mitten darinnen steht. Schritte der Mensch in gerader Linie auf dieser Entwicklungsbahn fort, so würde er ein wildes, zügelloses Wesen. Die Erdenentwicklung bedeutet eine Herabstimmung,
eine Bezähmung des Tiercharakters im Menschen. Das Gedankenbewusstsein bewirkt das. Wenn nun der Mensch, wie er sich auf der Sonne entwickelt hat, Pflanzenmensch genannt wurde, so kann derjenige des Mondes Tiermensch genannt werden. Dass sich ein solcher entwickeln kann, setzt voraus, dass auch die Umwelt sich ändert. Es ist gezeigt worden, dass sich der Pflanzenmensch der Sonne nur entwickeln konnte dadurch, dass neben dem Reiche dieses Pflanzenmenschen sich ein Mineralreich als selbstständig entfaltete. Während der beiden ersten Mondenzeitalter, Runden, treten nun diese beiden früheren Reiche, Pflanzenreich und Mineralreich, wieder aus dem Dunkel hervor. Sie zeigen sich nur darin verändert, dass sowohl das eine wie das andere etwas derber, dichter geworden ist. Während des dritten Mondenzeitalters spaltet sich nun aus dem Pflanzenreich ein Teil ab. Er macht den Übergang in die Derbheit nicht mit. Dadurch liefert er den Stoff, aus dem die tierische Wesenheit des Menschen sich bilden kann. Eben diese tierische Wesenheit gibt in ihrer Verbindung mit dem höher gebildeten Ätherleib und dem neu entstandenen Astralleib die oben geschilderte dreifache Wesenheit des Menschen. Es kann sich nicht die ganze Pflanzenwelt, die sich auf der Sonne herausgebildet hat, zur Tierheit entfalten, denn tierische Wesen setzen zu ihrem Dasein die Pflanze voraus. Eine Pflanzenwelt ist die Grundlage einer tierischen. Wie der Sonnenmensch sich nur zur Pflanze erheben konnte dadurch, dass er einen Teil seiner Genossen in ein derberes Mineralreich hinunterstieß, so ist es jetzt beim Mond-Tiermenschen der Fall. Er lässt einen Teil der Wesen, die noch auf der Sonne mit ihm gleicher pflanzlicher Natur waren, auf der Stufe der derberen Pflanzlichkeit zurück. So wie nun aber der Mond-Tiermensch nicht ist wie das gegenwärtige Tier, sondern zwischen jetzigem Tier und jetzigem Menschen mittendrin steht, so ist das Mondmineral zwischen dem gegenwärtigen Mineral und der gegenwärtigen Pflanze. Es hat etwas Pflanzliches. Die Mondfelsen sind nicht Steine in dem heutigen Sinne. Sie tragen einen belebten, sprossenden, wachsenden Charakter. Ebenso ist die Mondpflanze mit einem gewissen Charakter der Tierheit behaftet. Der Mond-Tiermensch hat noch nicht feste Knochen. Sein Gerüst ist noch knorpelartig. Seine ganze Natur ist gegenüber der jetzigen weich. Demgemäß ist auch seine Beweglichkeit noch eine andere. Sein Fortbewegen ist nicht ein gehendes, sondern eher ein springendes, beziehungsweise sogar ein schwebendes. Das konnte so sein, denn der damalige Mond hatte ja nicht, wie die gegenwärtige Erde, eine dünne, luftige Atmosphäre, sondern seine Hülle war wesentlich dichter, sogar dichter als das jetzige Wasser. In diesem dickflüssigen Elemente bewegte er sich vor und rückwärts, auf und ab, und in diesem Elemente lebten auch die Mineralien und Tiere, aus denen er seine Nahrung sog. Ja, in diesem Elemente war auch die Kraft enthalten, welche dann auf der Erde ganz auf die Wesen selbst übertragen worden ist, die Kraft der Befruchtung. Der Mensch war nämlich damals noch nicht in zwei Geschlechter ausgebildet, sondern nur in einem, und er wurde aus seiner Wasserluft herausgebildet. Wie aber in der Welt alles in Übergangsstufen vorhanden ist, so bildete sich auch schon in den letzten Mondzeiträumen bei einzelnen Tiermenschenwesen die Zweigeschlechtlichkeit aus,
als Vorbereitung für den späteren Zustand auf der Erde. Der 6. und 7. Mondenkreislauf stellen eine Art Abfluten der ganzen beschriebenen Vorgänge dar, aber zugleich das Herausbilden einer Art überreifen Zustandes, bis das Ganze dann in die Ruhepause, Pralaya, übergeht, um in das Erdendasein hinüberzuschlafen. Nun ist die Entwicklung des menschlichen Astralleibes mit einem gewissen kosmischen Vorgange verbunden, der hier auch beschrieben werden muss. Wenn nach der Ruhepause, die auf das Weltzeitalter der Sonne folgt, diese wieder aufwachend aus dem Dunkel heraustritt, da bewohnt alles, was auf dem so erstehenden Planeten lebt, diesen noch als ein Ganzes. Aber diese wieder erwachende Sonne ist doch anders, als sie vorher war. Ihr Stoff ist nicht mehr so wie vorher, durch und durch leuchtend. Er hat vielmehr dunklere Partien. Diese sondern sich aus der einheitlichen Masse gleichsam heraus. Und vom 2. Kreislauf, Runde an, treten diese Partien immer mehr als ein selbstständiges Glied auf. Der Sonnenkörper wird dadurch biskuitähnlich. Er besteht aus 2 Teilen, einem wesentlich größeren und einem kleineren, die aber noch durch ein Verbindungsglied zusammenhängen. Im 3. Kreislauf spalten sich dann diese beiden Körper vollständig voneinander ab. Sonne und Mond sind jetzt 2 Körper, und der letztere bewegt sich kreisförmig um die erstere. Mit dem Monde treten zugleich alle die Wesen, deren Entwicklung hier beschrieben worden ist, aus der Sonne heraus. Die Entfaltung des Astralleibes geschieht eben erst auf dem abgespaltenen Mondenkörper. Der charakterisierte kosmische Vorgang ist die Bedingung der geschilderten Weiterentwicklung. Solange die in Betracht kommenden, zum Menschen gehörigen Wesen ihre Kraft von ihrem eigenen Sonnenwohnplatz sogen, konnte ihre Entwicklung nicht bis zur gekennzeichneten Stufe kommen. Im 4. Kreislauf, Runde, ist der Mond ein selbstständiger Planet, und was für diese Zeit beschrieben worden ist, geht auf diesem Mondenplaneten vor sich. Es sei nun wieder die Entwicklung des Mondenplaneten und seiner Wesen hier übersichtlich zusammengestellt. Erstens: Der Mond ist der Planet, auf welchem der Mensch das Bilderbewusstsein mit seinem sinnbildlichen, symbolischen Charakter entwickelt. Zweitens: Während der beiden ersten Kreisläufe, Runden, wird in einer Art Wiederholung der Saturn- und Sonnenvorgänge die Mondenentwicklung des Menschen vorbereitet. Drittens: Im 3. Kreislauf tritt der menschliche Astralleib durch eine Ausströmung der Geister der Bewegung ins Dasein. Viertens: Gleichzeitig mit diesem Vorgang spaltet sich von dem wieder erwachten einheitlichen Sonnenkörper der Mond ab und umkreist den Sonnenrest. Die Entwicklung der mit dem Menschen verbundenen Wesen geht nun auf dem Monde vor sich. Fünftens: Im 4. Kreislauf bewohnen die Geister des Zwielichtes den menschlichen physischen Leib und erheben sich dadurch zu der Stufe der Menschheit. Sechstens: Dem entstehenden Astralleib wird die Selbstständigkeit durch die Geister der Persönlichkeit, Asuras, eingeimpft. Siebentens: Im 5. Kreislauf beginnt der Mensch in Dumpfheit an seinem physischen Leib zu arbeiten. Dadurch gesellt sich zu der schon vorher vorhandenen Monade das Geist selbst, Manas, hinzu. Achtens:
Im Ätherleib des Menschen entwickelt sich während des Mondendaseins eine Art Lust und Leid, die einen passiven Charakter tragen. Im Astralleib dagegen entfalten sich die Affekte Zorn, Hass, die Instinkte, Leidenschaften und so weiter. 9. Zu den beiden früheren Reichen, dem Pflanzen- und dem Mineralreich, die auf eine niedrigere Stufe hinabgestoßen werden, gesellt sich das Tierreich, in dem sich der Mensch jetzt selbst befindet. Gegen das Ende des ganzen Weltalters tritt der Mond der Sonne immer näher, und wenn die Zeit der Ruhe, Pralaya, beginnt, haben sich die beiden wieder zu einem Ganzen vereinigt, das dann den Schlafzustand durchmacht, um in einem neuen Weltenalter, dem der Erde, neuerdings zu erwachen.